Es gibt eine Ameise, die fast nichts mehr selbst kann. Sie putzt nicht, sie baut nicht, sie füttert nicht einmal ihren Nachwuchs. Und trotzdem überlebt sie, weil sie sich etwas genommen hat, das ihr das alles abnimmt. Andere Kolonien, fremde Arbeiterinnen, geraubter Nachwuchs. Polyergus hat sich so extrem spezialisiert, dass sie ohne ihre Opfer nicht mehr existieren kann. Nichts an dieser Ameise ist noch normal. Und genau das macht sie zu einem der verstörendsten Beispiele extremer Evolution. Auf einer Sommerwiese, unter deinen Füßen, bereitet sich gerade ein Überfall vor. Tausende Formica-Ameisen bauen ihr Nest. Organisiert, effizient. Eine funktionierende Gesellschaft. Was sie nicht wissen, eine einzelne Späherin war heute Morgen hier, hat das Nest lokalisiert und ist wieder verschwunden. Was jetzt kommt, werden die wenigsten überleben. Die Rekrutierung beginnt. Die Späherin kehrt zurück, tanzt wild, verteilt Pheromone. Immer mehr Ameisen werden angestachelt, bis sich ein Kommando aus über 1000 Kriegerinnen gebildet hat. Eine dicht gepackte Kolonne, bis zu 10 Meter lang, setzt sich in Bewegung. Die Formica-Ameisen sind eigentlich die stärkeren. Größere Anzahl, besser organisiert. Sie können sogar Säure schießen. Und trotzdem zerstreuen sie sich. Statt zu kämpfen, flüchten sie in alle Richtungen. Warum? Weil Polyergus nicht mit Kraft angreift, sondern mit Chemie. Forscher gehen davon aus, dass Polyergus ein sogenanntes Propaganda-Pheromon freisetzt. Ein chemisches Signal, das die Verteidigung in Panik versetzt. Unfähig, sich zu koordinieren. Kein geordneter Widerstand. Nur Chaos. Und genau das braucht Polyergus. Denn ihr Ziel ist nicht zu töten. Ihr Ziel ist der Nachwuchs. Tief im Nest, Puppen, Larven. Die nächste Generation Formica-Ameisen. Polyergus greift sich, was sie braucht, trägt Hunderte von Puppen aus dem Nest. Nach etwa einer Stunde ist der Überfall vorbei. Biologen nennen das obligaten Sozialparasitismus. Kein komplizierter Begriff, nur ein Name für etwas Verstörendes. Eine Kolonie, die nicht ohne eine andere überleben kann. Denn das ist noch nicht das Verstörendste. Die eigentliche Frage ist nicht, wie Polyergus kämpft, sondern was mit einer Ameise passiert, die so extrem wird, dass sie ohne ihre Opfer kaum noch leben kann. Stell dir das kurz vor, was eine normale Ameise kann. Sie baut, sie pflegt Brut, sie sammelt Nahrung, sie kommuniziert. Eine funktionierende Einheit in einer funktionierenden Gesellschaft. Polyergus kann fast nichts davon. Nicht, weil sie schwach ist, sondern weil Evolution sie in eine völlig andere Richtung getrimmt hat. Polyergus hat sichelförmige Mundwerkzeuge. Spitz, scharf, perfekt zum Durchbohren. Aber genau diese Waffen machen normales Ameisenleben fast unmöglich. Mit diesen Mandibeln kann sie keine Nahrung aufnehmen, kein Nest bauen, keine Brut pflegen. Ihr Körper ist buchstäblich nur auf eine Sache ausgelegt: den Überfall. Alles andere macht sie nicht mehr. Forscher beschreiben, dass Polyergus-Arbeiterinnen sich oft nicht einmal selbstständig versorgen können. Selbst wenn Nahrung direkt vor ihnen liegt. Sie werden von ihren eigenen Sklavinnen gefüttert, Mund zu Mund. Das ist keine Schwäche. Das ist das Ergebnis von Millionen Jahren extremer Spezialisierung. Aber wie macht Polyergus überhaupt aus einem Feind einen Diener? Ameisen kommunizieren über Pheromone. Diese chemischen Signale sagen ihnen,
Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Wer ist Feind? In der Sklavinnenkolonie angekommen, wird der geraubte Formica-Nachwuchs immer wieder mit Polyergos-Pheromonen bedeckt. Chemisch geprägt. Der Nestgeruch wird zu ihrer neuen Wirklichkeit. Nach dem Schlüpfen verstehen sich die neuen Arbeiterinnen als Teil der Polyergos-Kolonie. Sie putzen, sie bauen, sie pflegen. Sie füttern ihre Unterdrückerinnen. Und wenn sie in der Wildnis auf freie Formica-Ameisen treffen, wirken diese für sie wie Feinde. Die Prägung geht so weit, dass sie ihre eigene Herkunft nicht mehr kennt. Polyergos wirkt auf den ersten Blick unaufhaltsam. Tausende Sklavinnen, Überfälle wie am Fließband. Kein normaler Feind kann sie stoppen. Aber genau hier liegt der Punkt, den die meisten übersehen. Polyergos kann die Sklaverei nicht abschaffen. Nicht, weil sie es nicht will, weil Formica-Arbeiterinnen nur wenige Monate leben. Das bedeutet, der Nachschub muss konstant sein. Ständig neue Überfälle, ständig neue Puppen. Hört Polyergos damit auf, stirbt die Kolonie. Nicht durch einen Feind, sondern weil niemand mehr für sie sorgt. Evolution hat hier nicht einfach eine mächtige Ameise erschaffen, sie hat eine Ameise erschaffen, die Gefangene ihrer eigenen Spezialisierung geworden ist. Und das zeigt sich auch bei der Koloniegründung. Eine junge Polyergos-Königin kann keine eigene Kolonie aufbauen. Keine Arbeiterinnen, keine Infrastruktur, nichts. Also tut sie das Einzige, was sie kann. Sie dringt allein in ein fremdes Formica-Nest ein, kämpft sich zur fremden Königin vor, tötet sie und übernimmt die gesamte Kolonie. Dabei leckt sie immer wieder den Körper der toten Königin ab, um sich mit deren Pheromonen zu tarnen, bis die fremden Arbeiterinnen sie als ihre neue Herrscherin akzeptieren. Es ist einer der riskantesten Momente im Leben einer Ameise. Oft scheitert sie, wird von der Kolonie zerrissen. Aber wenn es gelingt, beginnt der Kreislauf von vorne. Wenn dich diese fremde Welt fasziniert, like jetzt. Und wenn du mitentscheiden willst, welches Thema ich als nächstes behandeln soll oder Videos schon 24 Stunden früher sehen willst, schau gern mal bei der Kanalmitgliedschaft vorbei. Polyergos ist nicht einfach brutal. Sie ist das Ergebnis eines evolutionären Prozesses, der ein Tier so extrem umgebaut hat, dass an ihr fast nichts mehr normal ist. Nicht ihr Körper, nicht ihr Verhalten, nicht ihre Gesellschaft. Und genau das ist der eigentliche Punkt. Extreme Spezialisierung macht ein Tier nicht immer freier. Manchmal macht sie es so abhängig von seinem System, dass es ohne dieses System nicht mehr existieren kann. Polyergos ist Herrin über Tausende und gleichzeitig Gefangene ihrer eigenen Evolution. Aber Ameisen sind nicht die einzigen Insekten, die die Evolution in etwas völlig Fremdes verwandelt hat. Denn es gab ein Zeitalter, in dem die Erde selbst wie eine andere Welt wirkte. Die Luft war anders, die Wälder waren anders. Und genau deshalb konnten Insekten zu Giganten werden. Im nächsten Video zeige ich dir, warum die Evolution Rieseninsekten erschuf und warum an diesen Tieren nichts normal war.